Es war vielleicht in einer gewissen Weise eine Mission Impossible, einen gleichwertigen Nachfolger für ein RTS-Spiel zu entwickeln, welches seit seiner Veröffentlichung bis heute zu dem allerbesten gehört. Deshalb ging Age of Empires 3 auch gezwungenermaßen etwas unter und hat es mittlerweile zwischen seinem großen Bruder, also Teil 2, und dem ebenfalls sehr erfolgreichen vierten Teil sehr schwer. Für sich genommen ist Age of Empires 3 aber ein wirklich gutes RTS, welches dank Definitive Edition auch wunderbar gealtert ist und welches man sich durchaus mal anschauen sollte. Mit der nun erhältlichen Trail-Version könnt ihr hier kostenlos reinzocken, und da dies teilweise sogar den Multiplayer einschließt, müssen wir uns das Ding mal genauer anschauen. Age of Empires 3 ist ursprünglich bereits 2005, also 6 Jahre nach Age 2 erschienen und somit auch schon 18 Jahre alt. Verrückt. Das Spiel deckt dabei grob die Zeitspanne von 1500 bis etwa 1860 ab und endet somit mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Alleinstellungsmerkmal war, dass hier erstmals eine Physik-Engine genutzt wurde, welche die Flugbahn von Kanonenkugeln korrekt berechnete und so auch der Einschlagwinkel in Gebäude eine Rolle spielte, was zu sehr coolen Situationen führen konnte. So konnte ein Querschläger zum Beispiel schlecht positionierte Infanterie einfach umkegeln. Außerdem wurde die sogenannte Heimstatt eingeführt, zwischen der ihr im Spielverlauf hin und her wechseln konntet und welche euch mit Nachschub in den Missionen versorgte. 2020 wurde das Spiel in Form der Definitive Edition neu aufgelegt und mit Night of the Mediterranean in 2022 sogar noch einen Content-DLC erhalten, der den Multiplayer-Modus weiter ausgebaut hat. Seit kurzem könnt ihr nun auf die kostenlose Trail-Version zurückgreifen, die euch einladen möchte, dem Spiel einfach mal oder noch einmal eine Chance zu geben. Was zunächst nach einer simplen Demo klingt, ist aber durchaus mehr und daher erwähnenswert. Denn neben dem ersten Akt der Kampagne, Blut, Eis und Stahl, welche euch für Stunden beschäftigen wird, ist auch der Multiplayer in großen Teilen nutzbar und auch gegen Besitzer der Vollversion spielbar. So könnt ihr mit der kostenlosen Variante auf 3 Völker zurückgreifen, die sich in regelmäßigen Abständen ändern und dabei 8 Multiplayer-Karten hosten. Darüber hinaus können alle Kriegskunst-Herausforderungen gespielt werden und sogenannte monatliche globale Events ebenfalls mitgenommen werden. Also jede Menge Content for free. Wie hat euch Age of Empires 3 gefallen? Oder warum zieht ihr Teil 2 oder Teil 4 dem Titel vor? Gerne ab in die Kommentare damit. Und da es Gerüchten zufolge, und hey, dieses Video wurde vor der Gamescom produziert, demnächst neue Infos zur Age of Mythology Retold Edition geben soll, hören und sehen wir uns hier demnächst wieder. Also gerne ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst, und bis zum nächsten Mal.